Hi, schön, dass du dabei bist. Ich zeige dir heute exklusiv die brandneue Integration von XSense Security in Home Assistant. Du wirst einer der ersten sein, der dieses aufregende Feature in Aktion sehen kann. Und jetzt geht's los mit dem Video. Wie immer zuerst, der Haftungsausschluss. Doch was ist eigentlich XSense? Das schauen wir uns jetzt gemeinsam mal an. XSense selbst behauptet von sich ein vertrauenswürdiger Heimsicherheitsinnovator zu sein. Die bieten smarte Rauchmelder an, Feuer- bzw. Brandmelder, CO2-Melder, Feuchtigkeitsmelder und viele andere Melder. Unter anderem auch Überwachungskameras. Dazu kommt demnächst auch ein neues Video von mir. Thermometer, Hygrometer, eigenständige Rauchmelder oder untereinander vernetzbare Rauchmelder. Eine Linkserie. Ihr könnt sogar eure Rauchmelder, die ihr schon zu Hause habt, smart machen, indem ihr neben euren vorhandenen Feuermelder einen Tonsensor setzt und somit auch Benachrichtigungen auf euer Telefon bekommt, sobald dieser auslöst. Die Geräte können von überall gesteuert werden, sobald ihr das Telefon zur Hand habt. Wassermelder, Hitzemelder, Solarkamera und das Ganze ist vom TÜV Rheinland zertifiziert. Dies nur als kleiner Überblick. Keine Werbung, nur dass ihr wisst, worum es geht. Als allererstes müssen wir uns zwei XSense-Konten anlegen. Ein Hauptkonto, das wir auf unserem Handy betreiben, und eins, was wir für Home Assistant nutzen. Sobald wir beide Konten erstellt haben, melden wir uns bei dem Hauptkonto an. Sobald wir mit dem Hauptkonto angemeldet sind, sehen wir, dass eine Basisstation sowie 3 Wassermelder und ein Rauchmelder vorhanden sind. Um dies jetzt freizugeben, klicken wir unten rechts auf Konto, Mein Heim verwalten, Home Sweet Home, Benutzer. Jetzt können wir Einladungen versenden. Wichtig dabei ist, nur Geräte freigeben, die schon von der Integration unterstützt werden, sonst kann es zu Fehlern kommen. Bei E-Mail-Adresse gebt ihr einfach die E-Mail-Adresse des zweiten Accounts ein und ein Alias. Wenn ihr jetzt eine Kamera freigeben wollt, müsst ihr auf die 3 Punkte klicken. Danach kommt ein QR-Code. Diesen müsst ihr mit einem anderen Telefon scannen. Wichtig dabei ist, beide Telefone müssen gleichzeitig in der App sein, um sich gegenseitig zu bestätigen. Hier noch ein kurzes Video über die Qualität des Videostreams. Die Kameras werden momentan noch nicht unterstützt, doch dies folgt in Kürze. Lasst uns jetzt gemeinsam die Installation durchführen. Was als erstes benötigt, ist natürlich Hex. Wenn ihr nicht wisst, wie Hex zu installieren geht, oben rechts habe ich es euch verlinkt. Schauen wir uns die Repo kurz an. Der Codeigentümer ist Theo. Das Repository wurde zusammen mit ihm ins Leben gerufen. Am Anfang wollte er eigentlich eine direkte Core-Integration ermöglichen. Doch dies war ein wenig schwieriger, als er gedacht hat. Um die Zeit bis zur Core-Integration zu überbrücken, wurde diese Hex-Integration ermöglicht. In der README-Datei steht nochmal geschrieben, wie ihr vorgehen müsst. Wir kopieren uns diesen Link . Ganz unten seht ihr nochmal die unterstützten Geräte. Die Basisstation, Hitzealarm, Kohlenmonoxid, Rauchdetektor, Wasserlecksensoren, darüber habe ich letztens ein Video gemacht. Und Hygrometer, Thermometer. Und viele andere werden noch kommen. Wenn wir den Link kopiert haben, gehen wir in Home Assistant, unter Hex, Integration, 3 Punkte, benutzerdefinierte Repositories, Rechtsklick, einfügen,
Integration hinzufügen, schließen. Wie ihr seht, neue Repository. Anklicken, Download, Neustart, Entwicklerwerkzeuge, Konfiguration prüfen, neu starten. Das Ganze für euch natürlich wie immer im Zeitraffer. Wenn ihr wollt, könnt ihr in dieser Zeit meinen Kanal abonnieren und mir einen Daumen nach oben geben, wenn ihr weitere Tutorials nicht verpassen wollt. Tipp, tüt, 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 tüt. Im Anschluss auf Einstellungen, Gerätedienste, Integration hinzufügen, Xsense Home Security, die Zugangsdaten für euren Zwot-Account eingeben, Absenden klicken, jetzt könnt ihr Bereiche zuweisen. Ich lasse es so, wie es ist. Wie ihr seht, 4 Geräte wurden erkannt und 18 Entitäten. Die Basisstation und 3 Wassermelder. Und hier habt ihr jetzt die ganzen Daten. Wenn wir uns den Wassermelder noch anschauen, seht ihr zum Beispiel, wie voll die Batterie ist, das RF-Level, der Alarmstatus und der Mute-Status. Dies sind nur die ersten grundlegenden Funktionen und Daten, die ausgelesen werden. Es sind noch viele weitere Daten und Funktionen geplant. Theo ist unermüdlich bei der Arbeit, um weitere Funktionen einzubinden. Der Plan ist auch, die Steuerung der Basisstation, der Wasserlecksensoren oder der Feuermelder über Home Assistant zu ermöglichen. Ebenso der Livestream der Kameras soll umgesetzt werden. Dies macht natürlich bei einer solarbetriebenen Kamera wenig Sinn, aber es ist doch schön, diese Möglichkeit zu haben. Noch etwas in eigener Sache. So wie ich momentan spreche, also so ruhig, relativ monoton und neutral, das bin ich. So rede ich halt nun mal. Alles andere wäre gestellt. Deshalb müsst ihr leider mit dieser Monotonie auskommen. Fassen wir kurz zusammen, was wir heute alles gemacht haben. Ich habe euch gezeigt, wie man in der Xsense-App Geräte freigibt oder die Kamera freigibt. Dabei darauf achten, dass ihr wirklich nur Geräte freigebt, die schon von der Integration unterstützt werden. Des Weiteren haben wir zusammen die Xsense-Integration in Home Assistant eingebunden. Dazu haben wir den Home Assistant Community Store benutzt. Ebenso habe ich euch kurz die Repo vorgestellt, wo Theo seine ganze Arbeit reinsteckt. Gelegentlich bekomme ich von Xsense auch Produkte zugesendet, um diese zu testen. Ich werde dir hier rechts oben bereits getestete Produkte verlinken. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Auf DIY bei Jansen.